Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar zu Lieferchancen in der irischen Pharmaindustrie. Mein Name ist Sonja Holocher-Ertl. Ich bin Regionalmanagerin für den Bereich Westeuropa in der Außenwirtschaft Austria und damit auch für das schöne Irland zuständig. Irland, auch bekannt als der keltische Tiger, hat in letzter Zeit ja wieder ganz kräftige Lebenszeichen von sich gegeben. 2014 war Irland der am schnellsten wachsende Markt in der EU mit 5,2% BIP plus. Davon können wir in Österreich nur träumen. Unter den Branchen, die sich in Irland ganz besonders gut entwickeln und sehr stark sind, ist auch die Pharmabranche. Warum? Seit den 60er Jahren haben sich viele multinationale Unternehmen in Irland angesiedelt und haben dort ganz erhebliche Produktionskapazitäten geschaffen. Unser Wirtschaftsdelegierter am Außenwirtschaftscenter in Dublin, Wilhelm Nest, und sein Team sind da auch am Ball und planen für den Herbst eine Wirtschaftsmission zu irischen Pharmafirmen. Unser Webinar heute soll Ihnen ein Bild der Lage der Pharmaindustrie in Irland geben, damit Sie sich dann entscheiden können, ob eine Teilnahme an der Wirtschaftsmission für Sie sinnvoll ist oder nicht. Und jetzt habe ich auch gleich einmal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen ist bereits am irischen Markt tätig oder hat Erfahrung mit dem Markt Irland? Bitte machen Sie Ihre Angaben jetzt einfach per Klick. Zum Ablauf dieses Webinars: Wir haben 2 Präsentationen und dann Zeit für Fragen. Und zwar wird zuerst unser Wirtschaftsdelegierter Willy Nest den irischen Markt mit seinen Chancen und Potenzialen beschreiben. Und dann haben wir einen Gast, Michael Gillen von Pharma Chemical Ireland. I'm going to switch to English now so that Michael can follow what I'm talking about him. Michael is a senior executive with Pharma Chemical Ireland, and Pharma Chemical Ireland is part of Ibec. Ibec is the representative body for business in Ireland. Before joining Ibec, Michael worked in the pharmaceutical industry and also was an inspector for the Health and Safety Authority. Michael kindly agreed to give us an insight into the Irish biopharmaceutical industry and the topics that are trending in the sector today. Welcome, Michael, and thank you very much for making time available for our webinar today. Thank you, Sonja. Thank you, Michael. Im Anschluss haben wir dann noch Zeit für Ihre Fragen zu beantworten. Sie können die Fragen durchgehend über die Chat-Funktion gerne auf Deutsch oder Englisch stellen. Ich würde Sie nur bitten, schreiben Sie mir dazu, an wen Sie die Frage richten möchten, an Michael oder Willy Nest. Bevor wir jetzt mit der Präsentation von Willy Nest losstarten, noch ein technischer Hinweis. Sie können die Größe des Videofensters individuell einstellen, und zwar mit dem Anfasser in der Mitte des Videopräsentationsfensters. Einfach mit der Maus anklicken und ziehen. Damit übergebe ich das Wort an Willy Nest in Dublin. Einen schönen Nachmittag aus Irland. Danke, Sonja, für diesen sehr dynamischen Einstieg in unser Webinar. Ich melde mich aus dem Büro der Wirtschaftskammer Österreich in Dublin. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Irland bereits gut kennen, aber hier beginnt jede ordentliche Unterhaltung mit welchem Thema? Richtig erraten, mit dem Wetter. Ich kann Ihre eventuelle Schadenfreude heute aber leider nur teilweise befriedigen. Es ist zwar veränderlich und leicht windig, Regen und Sonne wechseln einander alle paar Stunden ab, aber es hat um die 8 Grad und ist somit relativ angenehm. Für einen Österreicher fällt das Ganze dennoch unter Aprilwetter und ich bin ganz gerne bei Ihnen hier im Büro. Ich freue mich, dass Sie sich zu unserem Webinar zugeschaltet haben und beginne nun mit einer Präsentation zu Irland und den Geschäftschancen für österreichische Unternehmen in Irland, Pharma und Biotech. Damit Sie mal wissen, mit wem Sie es zu tun haben, am Außenwirtschaftscenter Dublin sind wir ein Team von 6 Personen. Ich selbst bin seit Sommer 2011 Wirtschaftsdelegierter in Dublin. Ich habe 5 Mitarbeiter und darunter sind 2 langjährige Projektmanager. Wir erbringen Serviceleistungen für österreichische Unternehmen und andere österreichische Stakeholder, nämlich 650 an der Zahl. Sie können bei uns 20 aktuelle Publikationen zu Fachthemen und Branchen abrufen. Sie können die entweder über den Webshop der Wirtschaftskammer oder direkt bei uns bestellen. Eine dieser Publikationen ist auch dieses Branchenprofil Pharma und Biotech Irlands, das wir extra auch jetzt in diesem Jahr für Sie erstellt haben.
und wir organisieren zwischen 15 und 20 Events in Irland und Österreich jedes Jahr. Unsere Arbeitsschwerpunkte sind grundsätzlich nachhaltiges Bauen, erneuerbare Energien, Medizintechnik und IT-Startups und dieses Jahr neu der Pharmabereich. Wir haben, wie gesagt, schon einen Bericht für Sie erstellt. Sie können auf 12 Seiten schon einmal Grundsätzliches nachlesen über die Pharma- und Biotech-Branche. Wir halten heute dieses Webinar ab zu den Geschäftschancen und planen für die zweite Jahreshälfte 2016 eine Wirtschaftsmission unter dem Namen Supplier Days Pharma Irland. Ich werde Ihnen nun ein wenig über die Wirtschaftslage in Irland berichten, auch kurz auf den Außenhandel Österreichs mit Irland eingehen, dann über die Geschäftschancen im Bereich Pharma und Biotech sprechen und Ihnen kurz ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zur Idee gekommen ist, eine solche Wirtschaftsmission zu organisieren und wie das genau ablaufen soll. Kurz ein Vergleich Irland, Österreich, damit Sie die Größe des Marktes und die Bedeutung einschätzen können. Also die Republik Irland, das ist die Insel minus Nordirland, ist etwas kleiner als Österreich und hat in etwa 50% der Einwohner. Wenn Sie sich anschauen, das BIP von Irland ist mit knapp 190 Milliarden in etwa 55% vom österreichischen. Also die Iren, also BIP pro Kopf ist eine Spur größer als in Österreich. Das Wachstum ist doch deutlich größer als in Österreich, weil Irland nicht zuletzt die letzten 2-3 Jahre gut aus der Krise herausgekommen ist. Irland hat eine größere Exportquote als Österreich. Hier auch bitte wieder die Relation zwischen BIP und Exporten zu betrachten. Und nicht zuletzt ist Irland ein wichtiger Markt für Direktinvestitionen. Also hier schlägt uns Irland bei Weitem. Das heißt, es gibt fast 1,5 Mal so viel Direktinvestitionen am Bestand als das BIP. Das heißt, die irischen, die in Irland ansässigen multinationalen Unternehmen produzieren nicht nur für die Insel, weil, wie gesagt, das ist ungefähr die halbe Bevölkerung von Österreich, also wegen dem Markt Irland allein, produziert man nicht in Irland. Und das trifft auch auf die Pharmafirmen zu. Das heißt, die Pharmafirmen haben sich hier angesiedelt, weil sie für Europa und für den Weltmarkt produzieren. Diese Grafik zeige ich ganz gerne. Sie zeigt einen Zeitablauf von 15 Jahren. Irland, das ist die BIP-Entwicklung, ist die blaue Linie. Österreich ist rot und grün ist die Eurozone. Und man sieht hier sehr gut, dass Irland in den Jahren bis 2007 einen starken Wirtschaftsboom erlebt hat. Das sind die Jahre des keltischen Tigers. Danach hat es im Prinzip alle Länder im Rahmen dieser Subprime-Crisis sehr stark erwischt. In Irland gab es einen gehörigen Crash, von dem Sie viel in den Zeitungen gelesen haben. Aber Irland hat aufgrund der Exporte und der Direktinvestitionen sich relativ rasch erholt und ist jetzt eigentlich eines oder überhaupt das wachstumsstärkste Land innerhalb der EU. Ich habe Ihnen da auch die Wirtschaftsparameter für die vom letzten Jahr und für 2016 auch in die Präsentation inkludiert. Sie sehen grundsätzlich, das BIP wächst sehr dynamisch. Gerade heute hat die irische Zentralbank ihren neuen Quartalsbericht herausgebracht mit aktuellen Zahlen, die habe ich hier schon inkludiert. Das BIP ist letztes Jahr um 6,6% gewachsen, auch im kommenden Jahr, also im laufenden Jahr, pardon, soll es sehr stark zulegen. Grundsätzlich haben wir ein angenehmes wirtschaftliches Umfeld, die Arbeitslosigkeit geht zurück, der Privatkonsum legt wieder zu, die Unternehmen investieren und haben relativ hohes Vertrauen in die Zukunft. Und auch die Exporte legen zu. Und die Exporte, die werden zu gut 55% getragen von Pharmazeutika und Chemikalien. Das ist äußerst beeindruckend. Das Fundament für das Wirtschaftswachstum in Irland sind, wie gesagt, 2 Faktoren. Einerseits die Direktinvestitionen. Sonja Holocher-Ertl hat bereits erklärt, dass sich seit den 60er Jahren multinationale Firmen in Irland angesiedelt haben. Einerseits haben wir hier Technologieunternehmen, wir haben Finanzdienstleistungskonzerne,
und speziell Unternehmen in den Bereichen Pharma- und Medizintechnik. Und genau in diesen Branchen werden auch die meisten Exporte generiert. Dazu kommt dann noch eine recht gute, von irischen Unternehmen dominierte Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Hier sind wir wieder mal jetzt bei den Direktinvestitionen. Sie sehen hier die Logos von zahlreichen in Irland ansässigen Multis. Ja, und General Electric, Baxter, Pfizer, Boston Scientific, die haben ihren Grund, warum sie hier sind. Es sind einige sehr positive Rahmenbedingungen, die ich Ihnen jetzt kurz skizziere. Einerseits ist Irland seit 1973 in der EU, was die rechtlichen Rahmenbedingungen auch an die EU klarerweise angepasst hat. Irland hat sich auch mit Hilfe seiner Betriebsansiedlungsgesellschaft IDA, das Pendant zur Austrian Business Agency, über die Jahre als Zugang zum europäischen Markt für die US-Firmen als Brückenkopf nach Europa positioniert, ähnlich wie das Österreich so in den frühen 90er Jahren gemacht hat, als Brückenkopf nach Ost- und Südosteuropa. Die niedrige Körperschaftssteuer von 12,5% ist ein Argument natürlich, um sich in Irland anzusiedeln, aber nicht das einzige. Irland ist das einzige englischsprachige Land in der Eurozone. Eurozone neben Malta. Ja, und es gibt starke emotionale Beziehungen zu den USA aufgrund der irischen Immigranten. Aus dem Grund gehen US-Firmen sehr, sehr gerne nach Irland. Es gibt hier einen großen Pool an gut ausgebildeten, jungen und tech-affinen Arbeitskräften und last but not least einige mit dem Klima zusammenhängende Argumente. Zunächst einmal braucht man, um die hiesigen Produktionsanlagen und Rechenzentren zu heizen oder zu kühlen, recht wenig Energie. Und dann, und das ist speziell wieder für die Pharmaindustrie interessant und Biotech, es gibt einen großen Vorrat an sauberem Wasser. Das ist sehr wichtig. Zu den Exporten, also Sie sehen, die Exporte von Gütern und Dienstleistungen haben sich über die vergangenen Jahre sehr positiv entwickelt und legen weiter zu. Wenn man sich ein Tortendiagramm anschaut, was alles exportiert wird, dann sieht man, schau an, 25% sind Pharmaprodukte. Und ein gutes Drittel sind andere Produkte aus dem Bereich Life Sciences, organische Chemikalien. Also das ist definitiv der wichtigste Posten unter den irischen Exporten. Also die Firmen produzieren nicht für Irland, sondern für den Export. Was die Importe angeht, so sieht man speziell, dass die Dienstleistungen zulegen, die Güter ein bisschen weniger. Interessant, wenn wir sich wieder das Tortendiagramm anschauen, gibt es Importe von Pharmazeutika und Chemikalien? Ja, gibt es. Da sehen Sie dieses graue und das rote Tortenstück. Und dann auch interessant, unten links, Importe von Maschinen und Anlagen. Aber wir schließen aus dem Ganzen, nachdem die Exporte so stark sind, dass Chemikalien und Intermediates zu einem großen Teil in Irland gesourced werden und dann in Westeuropa und den USA. Also die irischen Firmen achten stark auf Qualität und kaufen ihre Intermediates, Chemikalien in Deutschland, der Schweiz, Italien, UK, USA und teilweise auch in Österreich. Maschinen und Anlagen kommen vorwiegend aus Deutschland, Italien, Frankreich, Japan, den USA und ebenfalls Österreich. Wenn wir uns den Außenhandel zwischen Österreich und Irland anschauen, ich habe hier 2013 und 2014 abgebildet, man sieht, wir haben ein Handelsbilanzdefizit mit Irland, sowohl bei den Gütern als auch bei den Dienstleistungen. In Summe ein Außenhandelsvolumen von 1,5 Milliarden. Wir haben, und das ist jetzt für Sie wichtig, was exportieren österreichische Firmen nach Irland? Ja, das sind von diesen 290 Millionen, die wir 2014 exportiert haben, mehr als 15% organische Chemikalien. Aber auch fertige Pharmaprodukte finden Absatz. Ich habe hier auch einmal einen österreichischen Hustensaft unlängst erst erworben und mich sehr darüber gefreut. Und Maschinen und Anlagen nehmen auch einen großen Prozentsatz ein. Umgekehrt, was verkauft Irland nach Österreich? Na gut, keine Überraschung, 41% Pharmazeutika, 6% unter anderem Medizintechnik. Sie bekommen diese Präsentation und können sich weitere Details in Ruhe anschauen. Es gibt österreichische Exportfirmen, die Chemikalien und Intermediates an die Pharmabranche in Irland verkaufen.
aus der Steiermark die Lanacher Gruppe und aus Oberösterreich DPX Fine Chemicals oder ESIM Chemicals. Also es gibt bereits selbstverständlich Erfolgsbeispiele aus Österreich, über die wir berichten können. Kurz ein Blick auf die Pharma- und Biotech-Landkarte von Irland. Sie sehen, die gelben Punkte sind Produktionsstätten. Die sind eigentlich ziemlich gut über Irland verteilt. Allerdings gibt es doch Häufungen, speziell im Raum Dublin und im Süden in Cork, wo große Unternehmen Produktionen unterhalten. Wo liegen die Geschäftschancen für österreichische Firmen? Einerseits Lieferungen von Chemikalien und Intermediates, wie gesagt. Weiters gibt es einige Unternehmen, die neu in Irland investieren, respektive ihre Produktionskapazitäten erweitern. Diese Firmen sind auch offen für Lieferungen von Maschinen und Anlagen aus Österreich. Und schließlich fahren alle diese multinationalen Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie und wollen sehr umweltfreundlich agieren. Das heißt einerseits den Strom aus erneuerbaren Energiequellen produzieren, wie Windräder beispielsweise. Bei Pfizer steht beispielsweise ein Windrad. Oder auch die Abfallentsorgung soll umweltfreundlich sein und, wenn es gut geht, auch Energie produzieren. Kommen wir zu unserer Wirtschaftsmission, die für die zweite Jahreshälfte 2016 geplant ist. Ich fahre regelmäßig mit dem österreichischen Botschafter geschäftlich in die kleineren irischen Städte. Wir nehmen dort politische und wirtschaftliche Termine wahr. Und so waren wir im Oktober letzten Jahres bei der Firma Pfizer in Ringaskiddy und wir waren nicht schlecht erstaunt, dass uns 5 Personen tatsächlich 2,5 Stunden Zeit gewidmet haben. Man hat uns viel über Pfizer erzählt, auch über das Sourcing und eine kleine Betriebsführung gemacht. Und man hat uns zu verstehen gegeben, ja, wir sind auch interessiert aus neuen Zulieferern aus Österreich, denn wir sourcen nicht aus Asien, das ist uns zu riskant, die können die Qualitätsstandards nicht erfüllen. Westeuropa ist eindeutig wichtiger Herkunftsmarkt für Intermediates und Chemikalien. Im November war ich dienstlich dann in der Steiermark und habe mit den Freunden von Human Technology Styria gesprochen. Und Gernot Eder hat mir berichtet, dass Human Technology 2015 Supplier Days veranstaltet hat, die eine Gruppe von österreichischen Zulieferfirmen zu Boehringer Ingelheim geführt hat nach Deutschland. Man hat da im Vorfeld Firmen selektiert, gemeinsam mit Boehringer Ingelheim, und dann ist bereits eine kleinere Gruppe von österreichischen Firmen nach Deutschland gefahren. Und genau so wollen wir das auch machen. Wir beschränken das aber nicht jetzt auf steirische Firmen, sondern natürlich sind alle österreichischen Firmen hier eingeladen. Wir möchten sozusagen die Interessenten erheben und dann schon in Abstimmung mit den 2 bis 3 multinationalen Unternehmen in Irland eine Vorauswahl treffen, damit quasi niemand hier seine Zeit verliert, wenn er mitfährt nach Irland und dann eventuell enttäuscht ist. Mögliche Termine, die sich anbieten, sind in der 2. Septemberhälfte. Und zwar gibt es in der Woche vom 21. September die sogenannte Biopharma Convention in Dublin, die eben zum Beispiel für einige von Ihnen interessant sein könnte. Somit würde es sich diese Woche anbieten, aber wir möchten das in jedem Fall machen vor Oktober, wenn wirklich die Einkäufer der multinationalen Konzerne zur CPHI nach Spanien fahren. Alternative Periode wäre dann die erste Novemberhälfte. Was würde Ihnen die Teilnahme an der Wirtschaftsmission nebenbei kosten? Nun, wir haben eine Teilnahmegebühr seitens der Wirtschaftskammer für den organisatorischen Aufwand von 500 € für Kammermitglieder. Sie müssten natürlich zahlen Anreise und die Hotels. Allerdings, wir organisieren dann den Transfer, sprich den Bus, und ich gehe mal davon aus, dass wir auch die eine oder andere Mahlzeit selbstverständlich dann auch über unsere Partnerfirmen und die Firmen, die wir besuchen, auch gesponsert bekommen. Ja, das wäre sozusagen mal mein Part über die Geschäftschancen und die Wirtschaftsmission. Ich danke Ihnen nochmal vorerst für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen. And now I would like to ask Michael Gillen to take over and take the floor and talk about the pharmaceutical industry in Ireland. Thank you very much. Thank you, Willem. Good afternoon, everybody. My name is Michael Gillen, and I'm going to take you through a little bit of
background, I suppose, in terms of how the Pharmachemical Ireland operates in the Republic. My presentation will cover both biopharmaceuticals and pharmaceuticals in general. But I think it's important, if I'm going to explain how it's to happen, if I take you through the background of what our industry is about. Currently in Ireland, 9 out of the top 10 pharmaceutical companies are based here, and indeed 12 out of the top 20 top-selling drugs are actually manufactured in here at the moment. Our exports, and the figures I have are from 2013, it's closer to 60 billion in 2015, but our exports in 2013 were a shade over 50 billion euros. And at the time it accounted for over 50% of the total exports in Ireland. It's interesting, our total exports were nearer to 60 billion in 2015, but because of the improvement in the Irish economic conditions, this figure is a shade under 40% of the total Irish exports. But probably a more interesting figure in the intervening period of time is since 2011 we have seen 3 billion in new capital investment being made by the industry here. I'll go through this in a little bit more detail later on. And of the 55,000 people employed directly and indirectly by the sector, approximately 57% are third level graduates, and that's a figure we're always very proud of if you consider we're constantly adding value to our industry. If you look at the history of the industry in Ireland, it was set up in the early 1960s when 2 companies, one a Danish company, Leo Pharmaceuticals, and the other one, Bristol-Myers Squibb from the US, they set up in the Greater Dublin area. And initially the industry largely focused on the manufacture of active pharmaceutical ingredients, or API as we call them. Throughout the intervening 50 years, more and more plants started to go further back the value chain and looked at not only earlier interventions and by preclinical and phase 1 supplies, but also added value at the finished end. And probably in the last 20 years, we've seen a greater investment in the finished product side of the business. In fact, it's fair to say once upon a time it was fair to call the Irish industry very much a chemicals industry, whereas pharma has become much more prevalent in the last 20-25 years. And recently there's been a very strong trend towards investment in biopharmaceutical manufacture. I'll let you view these slides in your own time, but I'd like to move on in terms of addressing some of the challenges that our industry has had. You saw from Willem's earlier slides, like most of the other countries in the globe, but particularly in Europe, Ireland was very badly affected by the downturn in 2008-2009. And at the time, a lot of our companies, practically all of which are headquartered in other jurisdictions apart from Ireland, suffered significant challenges. Challenges of products coming off patent, challenges of lack of supply and lack of demand. So how we set about addressing this issue from an Ireland point of view is our companies started to invest increasingly on on-site development and innovation. We looked at diversifying investments in new products and technologies and a real focus on the operation of cost. And it's this operation of cost that in some ways has underpinned a lot of the material that we're doing, because this is what's given rise to our competitiveness. We're now arguably as competitive as many other jurisdictions in the global pharma market. And only yesterday I was at a meeting where we heard of products that are off patent that had been made in the Far East are now being brought back to being made in Ireland because we are competitive on cost and we've always had a very strong compliance record. So this is how we went about trying to transform our industry over the last 5 or 6 years. And in fact, the record of how this transformation was done is best captured when you look at our strategy brochures. In 2010, we brought out our first strategy document in a number of years. And to be honest, the focus was to tell the world that we are open for business. At the time, we would get requests from companies to come and see, and they would nearly be surprised to hear that Ireland was still alive. We were still doing business. And the focus in 2010 was very much in innovation and excellence.
We followed up with a second strategy brochure in 2011, and here it was the location of choice for scientific investment. And finally, in 2012, we brought out a third of this suite of brochures that looked at strategy in action. All of these strategy documents had a very much international flavour, and if you look at the 2010 document, we launched it at DCAT in New York. The 2011 brochure was launched in Bio in Washington, D.C., and our 2012 document was launched in the European Commission with the Irish Commissioner Gagan Quinn. And it's interesting, at the moment we're finalising a fourth strategy document to kind of see where the industry is now. And it's the one that captures best the transition the industry has undergone in the last 5 years. I mentioned earlier that we've seen a big investment in the industry since 2011. And in fact, this is a selection of some of the companies who have decided to set up either a new greenfield site here, or in most instances, additional investment on the sites they had already. So for example, Allergan, who've been present in Westport in the west of Ireland since the mid-1970s, they're building a state-of-the-art biotech manufacturing and development facility projected to employ in the region of about 200 people and costing over 350 million in terms of investment. There are similar investments all around the country. Ballydyne is down the southern region, AbbVie in Sligo, it's up in the northwest. BioMarin is in Cork, Genzyme, Waterford. They're all over the country. And what's really interesting there is if you look at the investment by Regeneron, who are developing a greenfield site in Limerick, what's lovely about the Regeneron facilities, they had no presence in Ireland prior to this. But they came along, they looked at what we were doing here, and they realised this is where they wanted to have a European platform. And the biggest investment actually is that of Bristol-Myers Squibb, which is in the Greater Dublin area. And what's lovely here is Bristol-Myers Squibb were the original company, one of two companies that came in the early 1960s. They continue to have a large API presence, but now they're building a brand new, enormous biotech manufacturing facilities. So we're really pleased to see how our industry has responded to the challenge that was put before us. Now I'd like to spend a little bit of time talking in more detail of what we in Pharmachemical Ireland do. And in truth, there are probably three main strands to what we address. The first strand is we look to expand and develop the business activities of the sector. Through this, we do a number of activities such as organising operational excellence programs. This also led to our strategic review. And we've established technology centres in conjunction with other state agencies and third-level institutions. The second strand, we look at maintaining international competitiveness. And in that regard, we work very closely with the regulators in Ireland. I mentioned earlier on that the compliance record of Irish pharmaceutical companies is a very important component of the offering from Ireland. So having a strong relationship with all regulators, whether they're the HPRA, which is the equivalent of the European Medicines Agency, or the Health and Safety Authority, or the Environmental Protection Agency, it doesn't matter. We need to build good two-way relationships with all of these regulators. Furthermore, we build strong relationships with the commercial entities of the state. So every year we would have a round table between the leadership of Pharmachemical Ireland with those in Enterprise Ireland and the IDA, where we look at what we can do to support them in their offering. And finally, we would have ongoing dialogue with all Irish ministers who would have a relevance to the industry. And on average, once a year, we do a delegation to Brussels to meet our MEPs, because we believe it's really important to keep our parliamentarians in Brussels up to speed with how the industry is evolving. And it is in a process of evolution at this moment in time. And finally, the third strand, and arguably it's the strand that takes up most of our time, is actually the sharing of best practice across the industry. And we do this through our working groups. In Pharmachemical Ireland at the moment, we have approximately 55 to 60 companies. So we organise the needs of their
their needs from an operational point of view through a number of different working groups. Most working groups on average meet about 4 times a year. And we also host things like workshops or conferences or training facilities. And occasionally, as the needs arise, we will bring in regulators to work with us on developing these workshops. This is the current list of working groups that we operate within Pharmachemical Ireland. And you can see it crosses the entire spectrum of what's important to our member companies. So for example, all of them would have an interest in environmental health and safety, because if we don't have safe workers, we can never have safe product. Operational excellence has become a very important working group, particularly since the downturn, because increasingly people are having to do more with less, and operational excellence allows us to share best practice in it. We have a human resource working group. We have a working group on external manufacturing, and I'll mention a little bit more about this in a short while. We also have a public affairs and education working group, an RDI working group. And then we have what are called our good manufacturing practices working groups. Now, they all come in under an umbrella of a steering committee. But then as the needs of the companies arise, they're addressed particularly through either the quality and regulatory affairs group, the training group, the laboratory GMP group, or the validation GMP group. So all of these working groups are run by members. We facilitate them within Pharmachemical Ireland. We organise it. We arrange the meetings. Most meetings always take place on a company site, because when we get people to sit around the table to share best practice, it's so important that someone can anchor the discussion. We find it works very, very well. And at a typical working group meeting, and for example, I'll talk to you about the EHS working group because it's the one I look after. At a typical meeting, we would have anywhere between 20 and 25 sites represented around the table. The total experience in terms of years would range from 1 to 200 years of experience around the table, sharing best practice. And at the meetings we organise, the companies don't feel they're competing with one another. They feel they're helping people from different companies to ensure that their presence in Ireland is strong enough to help the industry grow. It's a very synergistic relationship we try to work on. One of the key areas we've been tracking for the last 8 years now at this stage has been REACH, for example. And I put on this slide how it has impacted upon our members since it went live in 2008. So our initial concerns were very much around the area of registrations and helping companies to join SEEVs as the need arose. Now we work with the state agencies, the Health and Safety Authority and the Government Department, where the transition to more substance evaluation has kicked in. And for the last 4 years, 5 years now nearly, our focus has been very much on the process around authorization. And this has been particularly so when you're dealing with industries that are trying to be best in class, but nonetheless where innovation has not been stifled. And that's why we work really closely with the Health and Safety Authority and the Department of Jobs, Enterprise and Innovation in Ireland to ensure that while we will absolutely follow what is asked for us in REACH, that it's done in such a way as it does not hinder the competitiveness of the companies operating. Another working group I'll just mention very briefly, and it happens to be our newest working group, is that's concerned with external manufacturing. And I think this group demonstrates of how the industry has evolved in the last 5 or 6 years, because of the, I suppose, changes or the improvements that were made by the Irish industry. Increasingly, what was happening is people were being asked, well, you're doing so well managing your own manufacturing, can you manage it on behalf of third parties? So this group was formed middle of last year, and it brings those with a responsibility for external manufacturing and also the management of contract manufacturing organizations together. And it looks at some of the challenges facing the industry. For example, what are the key drivers for external versus internal sourcing? What regulatory and quality imperatives are driving this? Are there particular trends that people need to be aware of in terms of outsourcing from emerging markets in particular? And what are the views of the HPRA? Because
The HPRA are the regulatory agency that covers quality, and it's so important that if we're going to be doing this on behalf of our members, that they know exactly what it is we're dealing. So this is just an example of two of the working groups that we would typically have. And I hope over the last few slides I've given you a flavour of how the industry operates in Ireland. I'm sure there may be some questions, and if there are, I'd be delighted to try and answer them for you. Well, thank you very much, Michael, for these really interesting insights. Vielen Dank auch an Willy Nest für seine Präsentation. Ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, meine Damen und Herren, die Präsentationen werden auf unser Webportal wko.at hochgeladen und Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie erhalten dann ein E-Mail vom Außenwirtschaftscenter Dublin mit den Informationen, wo Sie die Präsentationen herunterladen können. Wir haben nun Zeit für Fragen. Wie gesagt, Sie können über die Chat-Funktion Fragen stellen und ich quasi leite dann die Fragen an die Vortragenden weiter. Wir haben auch schon ein paar Fragen bekommen und zwar habe ich die erste Frage für den Willy Nest. Warum ist gerade Irland für die Pharmaindustrie so attraktiv geworden? Ja gut, diese Frage habe ich teilweise schon beantwortet. Das sind einerseits diese allgemeinen Rahmenbedingungen für ausländische Direktinvestitionen, die über die Jahrzehnte zahlreiche ausländische Pharmakonzerne hergelockt haben. Es sind die Naturressourcen, die in Irland perfekt sind, das moderate Klima und wie gesagt auch ausreichend frisches Wasser. Und dann ist es aber auch dieses Biotop, das hier entstanden ist, die Cluster sowohl in Dublin oder im Raum Cork, die ganz einfach ein gutes Umfeld bilden, auch für Neuankömmlinge. Und so wie es auch Michael Gillen gesagt hat, die Firmen betrachten sich nicht allzu sehr als Konkurrenz, obwohl natürlich jeder jetzt im Wettstreit steht mit den anderen um die besten Arbeitskräfte. Man muss sich ja überlegen, dass um die 60% der in der Pharmabranche und Biotech-Branche Beschäftigten einen Hochschulabschluss haben. Und das ist ein richtiger Wissenspool, aus dem man natürlich schöpft und vielleicht auch der Konkurrenz dann der Mitarbeiter abwirbt. Aber die Rahmenbedingungen sind so gesehen also wirklich perfekt und es gibt einfach noch Luft nach oben. Dankeschön, Willy Nest. Eine weitere Frage ist hereingekommen und zwar, this time the next question is for you, Michael. What is the relationship with national regulators? Thank you, Sonia. I mentioned in the presentation the role of the regulator is very critical to the operation of our industry in Ireland. We pride ourselves compliance record in Ireland, and when you consider the product made by our companies is usually a medicine which a person will take either orally or intravenously. You want to be 110% sure that whatever is going into the human body is fit for purpose. And to do this, we have to know that what we make is made to the highest quality and indeed environmental and health and safety standards. So from that perspective, we organise roundtables with all of the regulators in Ireland. I look after the area of environment, health and safety. This morning I came from a meeting with the Health and Safety Authority where there's an issue that we need clarity on. We work with them. They'll understand where we're coming from. I understand where they're coming from. So when the companies look at addressing this, it's done in a very symbiotic relationship. Likewise, on the quality front, every year we organise an average of 2 roundtables where people from the HPRA, the Medicines Agency, they come in and they explain the latest standards or the latest whatever rules are coming out and explain how they want them worked and to get an understanding of the implications it will have on the industry. So Sonia, I cannot stress the importance of a good working relationship with the regulatory bodies in Ireland for the ongoing and future success of our industry. That's great to hear. Thank you, Michael. Actually, I've got another question coming in for you, and it's a bit more general. Where do you see the industry in Ireland in 10 years? Another excellent question. And again, to answer it, I think I'll go back 10 years. 10 years ago in Ireland, there was one biotechnology company. Now we have about 15 biotechnology companies in Ireland. 6 of them are API biologics companies, and the other 9 are fill finish companies. I think you're seeing an evolution in medicine in general to
more innovative drugs and more innovative ways of making existing drugs. I was at one of the Pfizer sites yesterday, and they've just had a really good success where a company that came off patent in 2009, it was moved out to the Far East, but because of the innovation they put into their process to make a product that is off patent 6-7 years at this stage, they're now able to undercut generic manufacturers in their process. And because of the quality and this strong compliance record, this product has been brought back to Ireland. And when you see successes like this, you can see it's not a small molecule, large molecule debate. It's a who makes medicines best debate. And I would think in 10 years' time, you will see Ireland being a centre of excellence for a number of strands. We will continue to make innovative biological drugs, but you will also see, because of the capabilities we've had to learn over the last 6 or 7 years, we'll be able to compete with the best, particularly on our compliance record, and now on our cost record, to be able to manufacture products that up till now hasn't been really attractive. So I see us very much in a growth phase. There's one other strand that I think is worthwhile considering. It nearly happened in 2010. We started to see a lot of convergence between medical devices and pharmaceutical companies. And the classic example is the drug-eluting stent. Because of the recession, it seemed to hit a pause, but I'm starting to see new innovative methodologies and technologies being developed whereby different ways of delivering drugs to a human are being developed and being explored, and maybe this will be the start of the personalised medicine revolution. But if it is, I can assure you Ireland will be well positioned. Exciting times ahead in any case. Thank you very much. I've got a final question here now, but Entschuldigung, ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können aber natürlich noch weiterhin Fragen über die Chat-Funktion stellen. Und zwar geht die letzte Frage wieder an Willy Nest und ist auch eine ausgezeichnete Frage. Welche Pharmaunternehmen planen derzeit Investitionen in Produktionskapazitäten? Ist euch da bekannt, was so geplant wird? Gut, man liest sehr viel in den Medien von neuen Pharmafirmen, speziell US-Firmen, die Investitionen in Irland planen. Und dann wollen natürlich auch bereits in Irland tätige Unternehmen ihre Produktionskapazitäten ausdehnen. Man liest davon, man liest, dass Pfizer vorhat, etwas zu erweitern. Auch Allergan will expandieren. Aber man liest das nicht nur aus dem Pharmabereich, es geht auch zum Teil rein in Medizintechnik. Johnson & Johnson will expandieren. Das heißt, für österreichische Produzenten von Anlagen ist auch dieser Bereich sehr interessant. Cook Medical beispielsweise ist auch ein Unternehmen in Limerick, das expandieren will. Und wie Michael schon erwähnt hat, Regeneron wird überhaupt sich jetzt neu ansiedeln in Limerick, die frühere Dell-Fabrik übernehmen, die dort eine Produktion abgesiedelt haben und also in Limerick sehr, sehr gute Voraussetzungen finden. Wer jetzt konkret Interesse hat, den lade ich ein, dass er uns auch eine E-Mail schreibt an dublin@wko.at. Wir können gern sehr spezifisch auch eine Liste zusammenstellen von Unternehmen, die wir dann gemeinsam auch diesbezüglich ansprechen können, wenn nicht ohnehin dann im Rahmen der Wirtschaftsmission eine dieser Firmen besucht wird. Und jetzt habe ich gleich noch eine weitere Frage an Willy Nest. Wie sieht es 2017 mit dem Wachstum aus? Ja, also die Wachstumsvoraussagen sind sehr positiv. Wir haben in ein paar Wochen Parlamentswahlen. Der Termin steht noch nicht fest, aber ein Indiz dafür, dass der Termin jetzt relativ bald kommt, war, dass heute in der Zeitung geschrieben wurde, und man kann es online nachlesen, dass die Central Bank of Ireland eine sehr günstige Zukunftsprognose jetzt publiziert hat. Die geben 4-mal im Jahr einen Report heraus, Quarterly Bulletin, und darin sagt man, gut, also es wird 2016 die Wirtschaft um 4,7 oder 8% wachsen und auch in den Jahren danach mehr als 4%.
Das hat tatsächlich damit zu tun, dass zum einen die Exporte nach wie vor zulegen, sowohl Güter als auch Dienstleistungen. Aber das Wichtige ist, dass sich jetzt endlich auch die private Nachfrage, der private Konsum erholt. Das ist wichtig, weil mehr Leute einen Job finden und dann auch die Binnennachfrage größer wird. Viele Unternehmen haben tatsächlich sich Irland ausgesucht, auch während der Krise, eben weil sie nicht unbedingt nur für Irland produziert haben. Und jetzt wird es aber auch interessanter für Erzeuger von Fertigwaren, auch wieder nach Irland zu liefern, wenn man das jetzt die letzten 3, 4 Jahre nicht so sehr in Erwägung gezogen hat. Aber man rechnet über die kommenden Jahre in jedem Fall mit mehr als 3% Wirtschaftswachstum. Es gibt natürlich einige Faktoren, die man nicht so gut abwägen kann. Ich meine, die Entwicklung der Weltwirtschaft geht an Irland natürlich nicht vorüber und wir haben ein Thema, das im Englischen sagt man, that's the elephant in the room. Das ist ein Brexit, also Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Das wäre für Irland nicht wahnsinnig toll, weil Irland jedoch 25% seines Außenhandels mit dem Vereinigten Königreich macht und Einschränkungen diesbezüglich sich natürlich negativ auswirken würden. Aber wir haben trotzdem genug Spielraum. Also es wird über die kommenden Jahre schon mehr als 3% Wirtschaftswachstum jeweils geben. Wunderbar, vielen Dank, Willi. Michael, another question for you. Is there a possibility for an Austrian company to take part in external working groups? It's not something we've ever addressed. We've never had a request for it. The way the working groups operate is they're very open, and I don't know what the Austrian or the German term is, but we practice what are known as Chatham House rules. So what happens in the room stays in the room. And it encourages real openness and sharing. We've never, as I say, we've never had a request, Sonja, for someone to come in and join them. But what we have had is for people who want to present to a working group. And again, we've always facilitated that. For example, we'd often have regulators in, but we'd sometimes even have companies who have a particular offering. We'd always make the point, if you come in with the hard sales pitch in Ireland, hard sales pitch never really works. You develop the relationship. And as I was listening to Willem, and my German isn't strong enough that I could follow the entire conversation, but if you are looking to grow business in Ireland with the Irish pharmaceutical industry, the one thing I would say to you is to be conscious of the fact that it takes time. It's a long, slow process, but it's so worth your while if you get to the end of that process. And I have seen many, many years ago when I worked in the pharmaceutical industry, I worked for a small company that was a supplier to the larger, bigger ones. There were times we spent up to 3 years developing contracts, but it worked, and it was well worth its while. So that's probably a focus, I would say, if I was looking for a company from outside of the state, from outside of Ireland, to engage with Pharmachemical Ireland. And that's why every year, for example, every second year we do a large conference. This year we're involved in the Biopharma event that Willem addressed in his presentation. It's happening in September. And it's going to be over an entire week-long process. And a very interesting aspect of that event is the weekend before there's going to be a hackathon where we're quite literally going to lock people into a room for the weekend, feed them and water them. And the output of this presentation will actually be part and parcel of the convention itself. And it's a way of companies who currently don't have a presence in Ireland to access it, because you get into the mindset and the psyche of what's driving the industry. And I would actually say that's probably more beneficial than coming along cold and saying, here, I'd like to sit in on your working group. Thank you very much, Michael. Noch eine Frage an Willy Nest. Welche Kriterien werden die österreichischen Unternehmen zur Teilnahme an der Wirtschaftsmission ausgewählt? Nach welchen Kriterien werden die österreichischen Firmen ausgewählt? Ja, das kommt es natürlich ein bisschen darauf an, welche Produkte von den multinationalen Unternehmen benötigt werden, die wir ansprechen. Pfizer hat schon einmal gesagt, dass sie Interesse haben. Wir wollen natürlich ihnen etwas mehr bieten. Wenn sie schon eine Woche oder so nach Irland kommen, möchten wir schon 2 oder 3 Multis besuchen.
Und im Prinzip ist es der Bedarf dieser Unternehmen, der sich natürlich dann auswirkt auf die Unternehmen aus Österreich, die dann mitfahren sollen. Ich meine, es kann natürlich auch jemand sagen, na, ich will unbedingt mitfahren, und dann matcht er nur die Kriterien von einem dieser Unternehmen. Also da sehen wir sozusagen dann in den kommenden Wochen, wenn wir dann einmal begonnen haben, das Event zu bewerben, wer sich aller interessiert und wie das zusammenpasst mit den Kriterien der irischen Unternehmen. So würde ich das einmal beantworten. Also es gibt jetzt keinen Kriterienkatalog, den wir jetzt erstellen. Das ist so ein bisschen Ping-Pong, aber ich glaube, dass Firmen, die jetzt überhaupt Interesse haben am Markt, sehr, sehr gute Chancen haben, dass sie da mitfahren werden. Wunderbar. Michael, another question coming in for you. Are there any particular growth subsectors that you could identify in the Irish market? I think that, interestingly, the two growth areas I see from traveling around the country visiting the companies, at the moment I've mentioned biotechnology. That is a real growth area, and it's a growth that in some ways I don't even believe we've scratched the surface on yet, but all of the big investment we're seeing in Ireland is in the biotechnology area. But interestingly, and it's almost a contradiction in terms, another growth area is in developing products that are off patent. We're now seeing that because of changes in technology that have originated very much from a development point of view in Ireland, we're now competing with sister plants throughout the world to manufacture things. And it's proven challenging because some of the growth, and I'll give you an example of one area that has given rise to it. I know you're lined up to visit Pfizer in Ringaskiddy in the autumn, but they have there that's developed what's known as continuous flow technology. So it's chemistry in a tube, in effect. And it's very good for hazardous substances and dangerous type of reactions. But by being able to develop the technology, they were able to cut out a number of steps from a process. So it gave them a real competitive advantage to make substances that heretofore they've not been able to compete on cost. So the areas that are emerging, Sonja, are not only the biotechnology, which it's the most obvious one, but also retrofitting older drugs and older technologies and changing them in such a way that they're now relevant in 2016 and moving forward. Excellent, very interesting. Thank you very much, Michael. Eine weitere Frage an Willy Nest. Sind laut derzeitigem Wissensstand Firmen der Leichtbaubranche, speziell Carbon, in Irland speziell in der Pharmabranche tätig? Das kann ich jetzt aus dem Stegreif leider nicht beantworten, aber wir können es gerne für Sie recherchieren. Wenn Sie uns direkt kurz anschreiben könnten mit ein bisschen mehr Background, lässt sich alles herausfinden. Okay. Wir sind damit am Ende der Fragen angelangt. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr hereinkommen, dann sage ich an Ihnen allen vielen, vielen Dank für die rege Diskussion. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick gewonnen und ich hoffe sehr, dass Sie sich für die Wirtschaftsmission im Herbst entscheiden werden. Aber auch wenn der Termin vielleicht nicht für Sie passen sollte oder wenn diese Wirtschaftsmission kein Format ist, das für Sie passt, das Außenwirtschaftscenter Dublin steht Ihnen natürlich auch individuell für Marktbearbeitung, für Unterstützung auf dem Markt in Irland jederzeit zur Verfügung. Eine E-Mail, ein Anruf genügt. Die Kontaktdaten haben Sie jetzt auf dem Screen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Vortragenden, Willy Nest. Michael, thank you very much again for coming in and sharing your insights with us. That was very, very interesting. Ihnen, meine Damen und Herren, thank you. Ihnen, meine Damen und Herren, viel Erfolg bei der Marktbearbeitung und auf Wiedersehen.